kann es losgehen mit unserer Kids Club Pressekonferenz mit Sydney Lohmann, unserer Kids Club Kapitänin, die kennt ihr. Ihr habt alle tolle Fragen vorbereitet. Ich bin mir sicher, Sydney hat ganz spannende Antworten auf Lager. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Der Henrik hat die erste Frage. Hallo, ich heiße Henrik, komme aus Neufahren und meine erste Frage ist, warst du schon als Kind Fußballfan und wenn ja, von welcher Mannschaft? Hallo, ja, ich war auf jeden Fall schon Fußballfan, von Bayern natürlich, welchem Verein sonst. Nee, also tatsächlich, ich komme auch nicht weit von hier und ich habe waren eigentlich ausschließlich Kumpels, glaube ich, also Jungs, mit denen ich immer gekickt habe, auf der Wiese hinterm Haus. Und dann haben wir auch oft die Spiele noch geguckt, weil mein bester Freund hatte Sky und ich nicht. Und meistens sind die Spiele ja dort. Und dann haben wir Bayern immer verfolgt, hatten auch das ein oder andere Trikot. Ich hatte eins von Luca Toni. Sagt es euch noch was? Ja. Ja? Ah, krass, okay. Ist ja nämlich schon länger her, dass er aktiv gespielt hat. Aber genau, also Bayern habe ich verfolgt und ja, war schon immer Bayern-Fan. Hallo, ich bin Maria, komme aus München und meine Frage ist, wer hat aus Ihrer Sicht das zweite Tor gegen Wolfsburg geschossen? Also war das die direkte Ecke von Bühl oder doch Damjanovic? Oh, das ist jetzt ganz gefährlich. Also wir haben nämlich noch heiß diskutiert im Flieger. Jovi besteht darauf, dass sie den Ball berührt hat. Zitat, ich schwöre auf meine Mutter. Ja, schwierig. Sollen die untereinander ausmachen, aber letztendlich hat das Tor ja klarer bekommen. Ich glaube, der Ball ändert seine Richtung nicht, aber kann sein, dass Jovi den minimal berührt hat. Wird wahrscheinlich nie gelöst. Ja. Hallo, ich bin die Mathilda, ich komme aus München, bin 10 Jahre alt und meine erste Frage wäre, was war neben deinem Talent der entscheidende Faktor, dass du dich zu einer Profispielerin entwickeln konntest und was würdest du anderen Kindern empfehlen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, entscheidend neben Talent ist die Disziplin, einfach immer ins Training zu gehen oder auch auf das ein oder andere zu verzichten, gerade im Jugendalter, wenn man ja dann theoretisch die Wahl hat, okay, geht man auf einen Geburtstag oder halt eben ins Training oder Turnier oder ein Spiel. Da musste man schon einiges oft absagen oder treffen mit Freunden. Also ein bisschen der Verzicht bzw. die Disziplin, dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal Phasen gab, die nicht so Spaß gemacht haben. Aber was ich empfehlen würde, wäre einfach immer, also das Allerwichtigste ist, dass ihr Spaß habt, wenn ihr kickt, auch wenn ihr ganz oben ankommen wollt. Dass es mal Tage gibt, die vielleicht nicht so toll sind, das ist auch okay, da muss man durch. Aber grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass es von euch auskommt, auch nicht von den Eltern oder nur was die da draußen sagen am Spielfeld dran, dass das zählt, sondern ihr müsst auf euch hören, die Entscheidungen treffen, die ihr treffen wollt und Spaß haben, mit Freude dabei bleiben. Und dann ist man, glaube ich, auch die beste Version von sich selbst. Sehr gerne. Ich bin die Luisa, komme aus München und meine erste Frage ist, was würdest du arbeiten, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst? Die Frage gab es, glaube ich, auf meinem Bayern-Heft oder auf den Autogrammkarten. Da steht, glaube ich, ich hätte eine Ausbildung als Köchin gemacht oder Geografie studiert oder eine Physio-Ausbildung gemacht. Das sind so ein bisschen die Sachen, die mich interessieren. Wie denkst du, stehen die Chancen, dass die Frauen die EM gewinnen oder die Männer? Habt ihr das Spiel gestern gesehen von den Männern? Ja. Das Spiel vorher? Ja. Und wie fandet ihr es? Gut. Schon, oder? Nee, also erstmal zum Turnier im Sommer jetzt von den Männern. Ich glaube auch, dass sie echt gute Leistungen gebracht haben. Und ja, ich glaube, sie wurden viel kritisiert die letzten Jahre. Aber ich glaube, da steckt echt viel Potenzial drin. Und auch mit Spielern wie jetzt Toni Kroos, die wiedergekommen sind, Wirtz, Musiala, begeistern uns, glaube ich, alle. Die haben Top-Spieler. Und ich glaube, dass man jetzt einfach optimistisch sein sollte und ja, sich freuen sollte auf das Turnier. Und ich glaube, die haben auf jeden Fall Chancen. Es wird nicht leicht. Aber in so einem Turnier ist alles möglich.
Von daher freue ich mich sehr darauf, auch dass es hier in Deutschland ist. Und dieses Jahr steht ja im Sommer erstmal Olympia an, aber nächstes Jahr bei der EM. Ist noch 1,5 Jahre hin. Wird spannend. Ich glaube, so wie es die letzte EM auch war, da haben wir es bis ins Finale geschafft. Wäre schön, wenn man wieder dahin kommt und dann natürlich auch sich mit dem Titel belohnt. Aber man hat jetzt bei der WM auch gemerkt, und dass wir uns auch nicht so leicht tun, dass die Gegner immer besser werden auch, dass sich der Fußball immer weiterentwickelt und dass oben einfach im Spitzenbereich dann auch immer schwieriger wird, sich durchzusetzen. Aber ja, ich freue mich jetzt erstmal auf Olympia und die EM. Mal sehen. Hallo, ich bin Alexia. Ich komme aus Kaufering und meine erste Frage an dich ist, wer war dein Trainer beim VfL Kaufering? Ich hatte verschiedene Trainer. Ein Michi und ein Thomas. Tom haben wir ihn genannt, genau. Das waren eigentlich meine 2 Haupttrainer. Ja, kennst du die, oder? Ich kenne die nicht. Ja? Okay. Ja, nee, es waren echt 2 gute Trainer, muss man sagen. Spielst du auch bei Kaufering? Ja. Ah ja, cool. Bei den Jungs oder Ja, Mädchen? bei den Jungs. Sehr cool. Sehr schön, dann die nächste Frage. Hallo, ich bin die Nora, ich komme aus Pfaffenhofen. Meine erste Frage ist, welche Position würdest du am wenigsten spielen wollen? Ja, gut, wahrscheinlich Torhüter. Ich glaube, jeder will, wenn man auf dem Bolzplatz spielt, Torhüter mal sein, oder? Ist das bei euch auch noch so? Nein, ich hasse Oh, okay. Echt, bei uns war es immer so, wer will ins Tor, und dann haben sich alle gemeldet, weil sie unbedingt mal ins Tor wollten. Aber ich glaube, ja, auf Kleinfeld ist es vielleicht ganz cool, aber ja, ich glaube, da hätte ich nicht so Talent für. Und auch bei Ecken oder so zum Ball zu gehen, rauszugehen, zu hohen Bällen. Ich glaube, das könnte ich nicht so gut. Von daher, Torwart denke ich am wenigsten. Hallo, ich bin der Julian, komme aus Rosenheim. Und meine erste Frage ist, hast du noch andere Hobbys außer Fußball? Ja, also ich koche gerne oder ich mache gern Essen oder begeistere mich fürs Essen. Gehe auch gerne mal essen mit Freunden. Aber bei uns jetzt, wenn man mal so einen typischen Abend mit Freunden ist, dann treffen wir uns, wir kochen was, schauen vielleicht noch Fußball, wenn irgendein Spiel läuft, spielen danach vielleicht noch ein Spiel. Kartenspiel mag ich gerne. Genau, sowas. Und ansonsten an einem freien Tag gehe ich gerne mal in die Stadt, radeln, schlender durch ein paar Straßen, ein paar Läden, trinken Kaffee. Oder ich fahre mal zur Familie. So, ist nicht unbedingt ein Hobby, aber so vertreibe ich mir die Zeit. Ich bin Jonas Bernloch. Ich bin Jonas und komme aus Straubing. Was war dein erster Verein? Mein erster Verein ist mein Heimatverein. Also nicht aus meinem Dorf, aber Nachbardorf Lengenfeld. Da habe ich angefangen zu spielen. Und für circa 5, 6 Jahre habe ich da gespielt. Hallo, ich bin die Anna. Ich komme auch aus Straubing. Und meine erste Frage ist, warum ist dein Coach so gut? Warum unser Coach so gut ist? Wer hat denn das behauptet? Nein, ich glaube, die Tabelle zeigt, dass der Coach ganz gut ist. Was macht Alex gut? Ich glaube, Alex ist menschlich sehr gut. Ich glaube, er ist einfach ein Typ, mit dem man gerne spricht. Auch neben dem Platz. Ich glaube, er ist ein Fußballfanatiker, so wie einige Trainer, der sich gerne oder er schaut sich Spiele, glaube ich, wenn wir Analyse haben, manchmal 3, 4 Mal an. Kann man sagen, dass das verrückt ist, aber ich glaube, sowas macht auch einen guten Trainer aus. Der fuchst sich in alles rein und taktisch hat es jetzt vielleicht ein bisschen gebraucht, dass wir das, was er möchte, auch auf den Platz bringen, aber das fruchtet jetzt so langsam und ja, er spielt gerne auf engem Raum, klein und das hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber das hilft uns jetzt, um gegen sehr gute Gegner einfach sich in engem Raum zu lösen und
da auch immer einen Ausweg zu finden und dann dominant zu spielen und Spiele auch zu gewinnen. Und der hat natürlich eine gute Mannschaft, oder? Ja. Dann darf der Florian weitermachen. Hallo, ich bin der Flori und ich komme aus München. Und meine erste Frage ist, hast du ein Idol? Ja, also früher, als ich kleiner war, hatte ich, war Bastian Schweinsteiger eigentlich immer so mein Vorbild bei Bayern. Und ich habe mir gerne Videos von Iniesta angeguckt. Und bei den Frauen war es eben Marta. Ja, auf YouTube jegliche Spielszenen angeschaut, versucht irgendwelche Tricks nachzumachen. Die 3 so. Hallo, ich bin die Maria Magdalena, ich werde Mia genannt und ich komme aus München und meine Frage wäre, wer oder was hat dein Interesse zum Fußball geweckt? Ich habe mit meinem Papa eigentlich immer alle möglichen Sportarten gemacht oder alles Mögliche ausprobiert. Und dann haben wir an einem Tag auch mit dem Ball auf der Straße gespielt, ein bisschen hin und her gekickt. Und dann kam eine Familie vorbeispaziert, oder beziehungsweise der Sohn war vorne dran, hat dann mit uns mitgespielt und meinte, ja, dass sein Papa Fußballtrainer ist. Und dann kamen die eben und haben halt gesagt, dass ich gern mal vorbeikommen kann. Und so hat sich das ergeben. Und dann war ich in einem Probetraining und danach wollte ich nicht mehr aufhören. Hallo, ich bin Benjamin aus München und meine Frage ist, wie war dein erstes Tor? Oh Gott. Mein erstes Tor bei den Profis, jetzt bei Bayern. Ich glaube, das war im Grünwalder Stadion gegen Duisburg? Ich glaube, es war gegen Duisburg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da war ich eine Zeit lang vorher verletzt und dann ich habe von Anfang an gespielt. Wir waren hinten und dann hatten wir einen Angriff über außen und der Ball wurde mehr oder weniger zurückgelegt und dann musste ich nicht mehr so viel machen, war aus, 6, 7 Metern habe ich den Ball dann reingeschossen. Also nicht so spektakulär, aber hat mich natürlich gefreut, weil es das erste Tor ist und vor allem, weil ich vorher ein paar Wochen verletzt war. Und Sydney hat mal das 1000. Bundesligator für die FC Bayern Frauen geschossen. Das kann man auch sagen. Ich bin der Amar, ich komme aus München und meine erste Frage ist, was ist dein Lieblingsspieler von den Männern? Ich würde sagen, aktuell ist es Jamal Musiala. Ja, keine Frage, dass der ein außergewöhnlicher Fußballer ist. Aber ich mag auch einfach, dass die Art, wie er spielt, wie er an gewisse Situationen rangeht, der ist halt sehr offensiv. Er geht auch sehr viel Risiko und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Genau. Ich bin die Mina aus Garching und meine Frage ist, was wünschst du dir für den Frauen- bzw. Mädchenfußball in Zukunft? Also ich wünsche mir, dass der Frauenfußball einfach immer besser wird. Und ich glaube, dafür braucht man vor allem Jugendspielerinnen oder gute Spielerinnen, die nachkommen. Also eigentlich gerade ihr in eurem Alter. Und dass da eben vor allem der Mädchenfußball gefördert wird, dass da von der Infrastruktur einfach Vereine auch für Mädchen anbieten, dass sie Fußball spielen können, Mädchenmannschaften anbieten. Und dass natürlich möglichst viele anfangen zu kicken, dass wir euch hoffentlich begeistern können und auch viele andere Mädels. Und ich glaube, dann wird das Niveau auch bei uns in der Bundesliga besser. Und dass einfach die Akzeptanz da ist und dass es egal ist, ob Mädchen oder Junge, sondern dass jeder Sport macht, Fußball spielt und Spaß hat. Hallo, ich bin der Benjamin und ich komme aus Haßfurt und meine erste Frage lautet, wie oft habt ihr in der Woche Training? Also ich sag mal ganz kurz, wie unsere Woche ausschaut, wenn wir am Wochenende ein Spiel haben, also ein Spiel in der Woche. Dann haben wir am meistens Sonntag Spiel, dann Montag Regeneration oder Spielerersatztraining für die nicht so viel gespielt haben. Und dann ist am Dienstag frei. Dann haben wir Mittwoch Training, Donnerstag Training, Freitag Training, Samstag Abschlusstraining und Sonntag wieder Spiel. Sprich, Mittwoch, 4-mal Training. Manchmal haben wir dann noch eine zweite Trainingseinheit am Mittwoch, aber
das kommt drauf an. Also 4 bis 6 Mal Training plus Spiel. Hallo, ich bin der Franz, komme aus Neuses und meine erste Frage ist, braucht man als Profifußballerin einen Abschluss, einen Schulabschluss? Nee, braucht man eigentlich nicht. Wird zumindest nicht nachgefragt. Aber nein, also natürlich, wenn man so in den Profibereich kommt, dann ist man ja meistens auch schon als Jugendspielerin irgendwie auf dem Zettel oder ich kam mit 16 zu Bayern und hatte dann auch noch Schule. Und da ist es schon wichtig, also gar nicht mal nur die Eltern, die sagen, es ist wichtig, dass du einen Schulabschluss machst, sondern schon auch die Verantwortlichen drumherum. Da ist es schon auch gewünscht, dass man da das ordentlich zu Ende bringt. Und ja, ich glaube, das sollte auch der Ansporn jedes Einzelnen sein, dass man Schule zuerst macht, weil es einfach sehr wichtig ist. Fußball kann man nicht das ganze Leben lang spielen. Genau, von daher erforderlich ist es nicht, aber ich glaube, es auch hilft einem vielleicht auch auf dem Platz, wenn man ein bisschen was in der Schule gelernt hat. Das war schon die erste Runde unserer Fragen. Es war schon richtig cool. Deswegen machen wir jetzt gleich mit euren zweiten Fragen weiter. Und Henrik, du darfst gleich deine zweite Frage stellen. Wie lange trainiert ihr in der Woche und was macht ihr dort? Wie lange wir trainieren, also stundenmäßig insgesamt? Nee, ich habe gerade ja gesagt, so 4 bis 6 Mal die Woche. Und pro Training, es kommt immer drauf an, manchmal werden wir am Tag sehr viel Taktik machen, dann kann sein, dass wir 2 Stunden mal trainieren, aber wenn es mal ein Abschlusstraining ist, also einen Tag vor dem Spiel, dann ist es nur 1 Stunde. Hast du noch gefragt, was wir machen? Oder? Kommt ganz auf den Tag an. Genau, an Taktiktagen machen wir viel 11 gegen 11 und dann, wie wir den Gegner pressen oder wie wir rausspielen. Beim Abschlusstraining, das ist eigentlich unser Lieblingstag irgendwo, dann wärmen wir uns auf, dann spielen wir Eck. Kennt ihr alle, oder? Genau. Eck. Genau, 6 gegen 2 oder 5 gegen 2, 7 gegen 2. Da machen wir nochmal kurz Taktik. Dann haben wir Barcelona. Kennt ihr das? Das ist 5 gegen 5 und außen auch Anspieler. Und die Mannschaft, die ein Tor schießt, die bleibt drauf. Die andere muss runter und die außen Anspieler waren, die kommen wieder rein. Und so ist es immer im Wechsel. Und wenn du immer Tore schießt, dann bleibst du immer drauf. Wenn du halt Tor kassierst, dann musst du runter. Und danach noch ausschießen. Das sind dann die 2 Tore, die enger aneinander sind. Und dann Chipball, dann wird abgelegt und dann Torschuss. Dann spielen wir mal Jung gegen Alt. Und eigentlich hat Alt immer gewonnen in der Vergangenheit, aber jetzt gewinnt Jung immer. Und ich bin im Team Jung. Wird viel zwischen den Frauen und den Männern so verglichen im Fußball? Kommt schon vor, ja, leider. Ja, klar, also ich meine, man kennt ja so die Diskussion, so viel langsamer und da schaue ich lieber irgendwas anderes. Oder da ist ja eine Kreisligamannschaft Männer besser. Das sind so ein bisschen die Vergleiche, aber das ist irgendwo wenig sachlich. Und ich meine, uns ist klar, dass ausgewachsene Männer einfach ein bisschen schneller sind, physisch stärker sind und dass das Spiel natürlich dann auch schneller ist. Aber das ist auch okay. Unser Spiel ist dementsprechend einfach ein bisschen anders. Aber das sind meistens nicht wirklich sachliche Diskussionen, von daher da rein, da wieder raus. Also ich habe vorhin ganz vergessen, ich wollte nur sagen, ich finde es echt schön, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Dankeschön. Meine zweite Frage ist, was macht für dich eine gute Fußballspielerin aus? Ich glaube, allen voran musst du ein guter Teamplayer sein. Also weil Fußball einfach eine Mannschaftssportart ist und du bist ständig mit deinen Teamkolleginnen, du musst immer mit den anderen spielen. Kommunikation ist sehr wichtig. Du musst auf deine Mitspielerin hören, aber du musst genauso gut auch Feedback geben oder auch mal sagen, wenn was nicht passt oder was du brauchst. Also ein Teamplayer zu sein, kommunikativ zu sein. Ich glaube, physische Voraussetzungen sind immer gut. Ich glaube, schnelle Spielerinnen haben es natürlich leichter. Wobei das dann auch ist, es gibt schnelle und eher filigrane Spielerinnen, die vielleicht körperlich nicht so stark sind. Dann gibt es langsamere, aber die dann körperlich und in den Zweikämpfen sehr gut sind. Von daher, glaube ich, gibt es nicht
die eine Spielerin oder Spieler, der perfekt ist, sondern unterschiedliche Spielertypen. Aber ich glaube, es kommt am Ende darauf an, dass man sich durchsetzt, dass man Biss hat, Willen hat und natürlich gewisse technische Fähigkeiten auch am Ball. Meine zweite Frage an dich ist, ob du einen Lieblingswitz hast und wenn ja, wie er geht. Nee, habe ich eigentlich nicht. Hast du einen guten Witz? Magst du ihn erzählen? Hält der Polizist einen Vampir auf, fragt der Polizist den Vampir, haben Sie was getrunken? Sagt der Vampir, ja, ein Radler. Das ist gut. Kurz, ja, hat ganz kurz gedauert, aber war gut. Danke. Sehr schön. Meine zweite Frage ist, was ist deine Lieblingsübung? Meine Lieblingsübung im Training auf dem Platz? Ich würde sagen, sowas wie Barcelona. Also die Spielform 5 gegen 5, Außenanspieler und dann beim Tor bleibt man drin. Wenn man ein Tor kassiert, raus. Das ist meine Lieblingsübung. Ja. Meine zweite Frage ist, was ist dein Ausgleichssport? Oh, wäre schön, wenn ich einen hätte. Ja, nee, leider habe ich da nicht so wirklich was. Was ich aber gerne mache zuletzt, fällt mir gerade ein, ist Eisbaden oder nicht unbedingt, ja. Im Winter bzw. Herbst, Frühling ist es Eisbaden, aber im Sommer ist es einfach eine Runde schwimmen gehen. Und das teilweise dann vorm Training morgens. Ja, aber ist jetzt nicht, dass ich mich da auspower. Aber ansonsten, wie gesagt, ich gehe auch gern Fahrrad fahren, aber alles ganz gemütlich. Meine zweite Frage ist, wie und warum bist du Kids-Club-Kapitänin geworden? Also wie? Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte und habe mich natürlich darüber gefreut, dass ich die ehrenvolle Aufgabe übernehmen darf. Und warum, müsst ihr eigentlich wen anders fragen. Weil sie doch super dafür geeignet ist, oder? Ja. Sie macht es perfekt. Danke. Meine zweite Frage ist, was deine größte Schwäche auf dem Platz ist. Meine größte Schwäche? Ich glaube, es ist der Torabschluss oder so wirklich eiskalt vom Tor zu sein. Ich spiele ja so Achter, Zehner ab und zu und da ist man ja schon sehr weit vorne und kommt auch oft in aussichtsreiche Positionen, aber ich glaube, daran muss ich noch arbeiten, einfach einen guten Abschluss zu haben, schnell zum Abschluss zu kommen und auch das Timing zu finden oder die richtige Entscheidung zu treffen, ob man schießt oder nochmal abpasst. Meine zweite Frage ist, hast du eine Übung, die du überhaupt nicht magst im Training? Ja, wir machen oft Pattern, heißt es, also ein 11 gegen 0. Und ja, jetzt wundert sich jeder, ist tatsächlich, so fühle ich mich auch. Wir spielen halt einfach 11 Leute in unseren Positionen, beziehungsweise 10 Feldspieler und auf ein Tor und wir müssen halt die Bälle einfach spielen mit Tempo, uns durchkombinieren, als wären es wie Kombinationen im Spiel. Und gerade weil es 11 gegen oder 10 gegen 0 ist, finde ich es nicht so spielnah und daher mag ich es nicht so gern, aber ja, ich freunde mich so langsam ein bisschen damit an. Also einfach dafür da, um in den Rhythmus reinzukommen, paar Passstaffetten reinzubekommen und dann auch ein paar Tore zu schießen. Mit wie vielen Jahren hast du eigentlich angefangen, Fußball zu spielen? Mit 4 Jahren habe ich angefangen. Was erhoffst du dir für Olympia? Also erstmal hoffe ich, dass ich dabei sein darf. Der Kader ist ja relativ klein, also Stand jetzt ist es ein 18er-Kader. Bei der WM zum Beispiel hatten wir, ich glaube, 23 Spielerinnen dabei. Also ist schon nochmal oder müssen ein paar Spielerinnen noch raus. Von daher, ich würde mich riesig freuen, wenn ich dabei sein darf. Und dann natürlich, wenn man um den Titel mitspielt oder um eine Medaille. Wir haben eine schwere Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wir spielen gegen USA,
gegen also Australien und gegen eine afrikanische Mannschaft. Ich weiß noch nicht, ob die schon feststeht, aber ich glaube, es war Sambia oder Marokko. Also es ist eine gute Gruppe. Aber ja, wäre schon ein ganz großer Traum, eine Medaille mitzunehmen und am besten ins Finale zu kommen, weil man dann, das habe ich zumindest gehört, auch ins olympische Dorf darf. Und ja, das mal zu sehen, mitzuerleben, wäre schon sehr cool. Meine zweite Frage lautet, was muss man tun, um ein Profifußballer bei FC Bayern zu werden? Ja, gut Fußball spielen, würde ich sagen. Also ich habe ja schon immer in der Umgebung hier gespielt, also bei Kaufering eben, dann bei Fürstenfeldbruck. Und ich war dann in der Regionalauswahl, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber in bestimmten Auswahlmannschaften, dann Bayern-Auswahl und dann ist man so ein bisschen auf dem Schirm bei den Vereinen in der Umgebung. Und mich hatte Bayern dann mal angerufen, dann war ich mal im Probetraining, bin aber dann noch in meinem Verein geblieben bei den Jungs und dann, als es klar war, dass ich zur Frauenmannschaft wechseln musste, war dann nochmal der Kontakt da und dann hat sich das so ergeben. Meine zweite Frage ist, warum haben Sie die Nummer 12? Meine Lieblingsnummer war eigentlich immer die Nummer 8, aber die war damals vergeben. Und dann war irgendwie 12, 14, 20 sowas frei und dann habe ich irgendwie gedacht, eine Freundin meinte so auch, ja, nimm doch die 12, die ist cool. Und mir war das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Und dann habe ich gesagt, nehme ich die 12. Das war noch in der U17. Aber irgendwie bin ich dann dabei geblieben und wollte jetzt auch nicht abgeben. Und hatte ich schon immer hier bei Bayern und deswegen will ich die auch behalten. So, zum Abschluss von unserer Pressekonferenz hat die Alexia noch eine besondere Frage für uns. Hast du vor, Kids Club Kapitänin zu bleiben nächstes Jahr? Ja, also wenn ihr mich noch weiter behalten wollt, dann möchte ich auch bleiben. Wie ist die Antwort? Auf jeden Fall ja, oder? Da freuen wir uns. Das ist auf jeden Fall ein Applaus wert, würde ich sagen. Ja, klasse. Danke euch. Perfekt, ja, vielen Dank für eure tollen Fragen. Es hat richtig Spaß gemacht und danke, Sydney, für deine spannenden Antworten. Hat es euch auch Spaß gemacht? Ja. Sehr schön. Und jetzt zum Schluss haben wir auch noch eine Überraschung für euch. Die Überraschung holen wir jetzt mal rein.